An einem Wintertag Anfang 1961 begannen sich die Wetterbedingungen in den österreichischen Alpen zu verschlechtern. Bei einem Flug der Austrian Airlines handelte es sich um einen Inlandsflug von Wien nach Innsbruck. Starker Schneefall und starke Winde in der steilen Bergregion der Alpen machten es jedoch zu einer anspruchsvollen Aufgabe für die Piloten. Die Passagiere in der Flugzeugkabine waren besorgt wegen des dichten Nebels, in dem die Berge unsichtbar waren. Während die Piloten mit dem dichten Nebel und dem Schneesturm zu kämpfen hatten, stellten sie fest, dass ihre Radare nicht richtig funktionierten. Auch die Kommunikation mit der Flugsicherung wurde schwieriger. Unter diesen komplexen Bedingungen war es äußerst schwierig, die Reiseposition des Flugzeugs genau zu bestimmen und eine sichere Landeroute zu verfolgen. Der Kapitän und seine Crew waren sich bewusst, dass sie sich einer der schwierigsten Situationen gegenüber sahen. Dank ihrer großen Erfahrung und Ausbildung blieben sie jedoch ruhig und versuchten, das Problem zu lösen. Allerdings machten Nebel und Schneestürme einen sicheren Anflug des Flugzeugs auf den Flughafen nahezu unmöglich. In einer letzten Hoffnung griffen die Piloten auf Notlandeverfahren zurück. Allerdings näherte sich das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt langsam den Gipfeln der Berge. Schließlich verlor das Flugzeug die Kontrolle, stürzte in die Bergenge und zersprang mit einer gewaltigen Explosion in Stücke. Als die Behörden von dem Unfall erfuhren, begannen sie sofort mit Rettungs- und Suchmaßnahmen. Allerdings erschwerten dichter Nebel und schlechte Wetterbedingungen die Arbeiten. Als das Wrack schließlich gefunden wurde, sah man sich mit einer harten Realität konfrontiert und die Zahl der Überlebenden war sehr gering. Der österreichische Flugzeugabsturz von 1961 löste damals große Trauer und Schock aus. Dieser tragische Vorfall verdeutlichte einmal mehr die Flugsicherheit und die Risiken von Flügen bei schlechtem Wetter.